Ich habe mir, als Putin die Ukraine überfallen hatte, geschworen, dass ich die Dinge tue, die ich richtig finde und die Sachen, die ich nicht richtig finde, nicht mache. Weil wenn es um Krieg und Frieden und Sicherheit in Europa geht, dann darf man sich nicht nach Stimmungen richten, nach dem, wer am lautesten im Theater ruft, sondern dann muss man das tun, was man verantworten kann, wenn man das Amt des Kanzlers hat. Und danach richte ich mich. Hey Leute, Olaf Scholz verspricht wieder viel. Mehr legale Arbeitsmigration und weniger illegale Einwanderung. Doch wie oft haben wir das schon gehört? Während er optimistisch von neuen Plänen redet, vergisst er die vielen Versprechen, die bisher nichts gebracht haben. Und dann noch sein Angriff auf Merz wegen Ultimaten an eine Atommacht lenkt Scholz nur ab, weil er sonst keine Antworten hat. Schaut rein und lasst uns über den Kanzler diskutieren. Auf geht's! Kann Olaf Scholz noch schaffen? Das fragen wir uns und sagen einen herzlichen guten Abend heute. Weniger als ein Jahr bleibt dem Bundeskanzler, um noch Entscheidungen in großem Stil zu treffen und Vertrauen zurückzugewinnen, das er und seine Ampelkoalition eingebüßt haben. Wie er auf das Erreichte schaut und was er eben noch vorhat, das frage ich heute Olaf Scholz und damit einen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Los geht's mit der Feststellung, die eigentlich Ihre ist. Diese Regierung hat viele gute Gesetze verabschiedet, sagen Sie nicht zum ersten Mal und sehr gerne. Wir wollen Sie fragen, ob die Bürger unfähig sind, das zu erkennen oder zu sehen. Es gibt eine aktuelle Forsa-Umfrage, die schauen wir uns zusammen an. Da wird gefragt, die Bundesregierung hat keine durchdachten Konzepte zur Bewältigung aktueller Krisen. Die Menschen sagen heute, 2024, zu 85% Ja. Sind die unfähig, das zu erkennen, was sie leisten? Nein, aber es gibt ja zwei Dinge, die wichtig sind. Einmal wird jeden Tag gearbeitet, werden viele Dinge vorangebracht. Zum Beispiel, damit vieles schneller geht in Deutschland, schaffen wir das mit unserer wirtschaftlichen Modernisierung, werden dafür die richtigen Weichen gestellt. Aber natürlich auch das, was uns alle umtreibt. Da ist ein Krieg in unserer Nachbarschaft, da ist im Nahen Osten ein Krieg, der uns alle berührt und bewegt jeden Tag. Es gibt die großen Herausforderungen für unsere Wirtschaft, Inflation nach dem Stopp der Gaslieferung aus Russland. Wir haben das alles durchgekämpft, aber da ist viel Unsicherheit mit verbunden. Und deshalb ist es auch gleichzeitig richtig, dass viele besorgt nach vorne schauen. Und das geht darum, wie wir die Zukunft sichern können und alle zuversichtlich werden. Und aus dieser Unsicherheit irgendwann eine Sicherheit wird. Vielleicht, das ist ein wichtiges Wort. Es gibt eine Allensbach-Umfrage vom September dieses Jahres. Da werden die Menschen gefragt, ob sie mit der Politik von Olaf Scholz einverstanden sind. Sind Sie mit der Politik des Bundeskanzlers einverstanden oder nicht einverstanden? Nicht einverstanden sagen 64%. Einverstanden sagen 11%. Und damit haben Sie einen einsamen Rekord, Herr Scholz, weil sogar Gerhard Schröder hatte 12 geschafft. Nochmal die Frage, sind die Menschen undankbar? Sind sie nicht irgendwie in der Lage zu erkennen, was sie politisch angeboten haben in den letzten 2 Jahren? Nochmal die Antwort, nein. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, selber ein Urteil zu fällen. Um die Ampel? Und ich glaube, es geht ausdrücklich darum, dass wir uns jetzt immer weiter darum kümmern, die Dinge zu tun, die für die Zukunft des Landes wichtig sind. Wer ein Mandat hat, muss dieses Mandat erfüllen. Und das sage ich auch gerade ganz besonders vor dem Hintergrund der Herausforderung. Ich habe mir, als Putin die Ukraine überfallen hatte, geschworen, dass ich die Dinge tue, die ich richtig finde und die Sachen, die ich nicht richtig finde, nicht mache. Weil wenn es um Krieg und Frieden und Sicherheit in Europa geht, dann darf man sich nicht nach Stimmungen richten, nach dem, wer am lautesten im Theater ruft, sondern dann muss man das tun, was man verantworten kann, wenn man das Amt des Kanzlers hat. Und danach richte ich mich. Das ist eine Regierung, mit der noch nicht mal die eigenen Minister zufrieden sind. Neulich zum Beispiel, als Olaf Scholz einen Pakt für Industrie vorstellte, haben sein Finanzminister und sein Wirtschaftsminister durchblicken lassen, dass sie davon nichts halten. Und deshalb ist Olaf Scholz wirklich im Moment der Einzige, der die Ampel richtig gut findet. Oder er tut nur so. Was wäre eine große Lösung in Ihren Augen? Haben Sie zum Beispiel am Wochenende mit Erdogan eine Neuauflage dieses Europa-Türkei-Abkommens besprochen? Das muss ja zuständigerweise die Europäische Union verhandeln. Aber die tut es bereits. Und natürlich habe ich mit ihm darüber gesprochen. Wir sind uns
einig, dass es gut ist, wenn das Abkommen schnell verlängert wird. Das ist auch sehr weit fortgeschritten, was die Gespräche betrifft. Wir werden mit Ländern sprechen müssen, die mithelfen können, dass nicht so viele sich auf den gefährlichen Weg machen. Und wir haben ja im Übrigen auch was zu bieten. Ja. Denn während wir die irreguläre Migration zurückdrängen wollen und die Zahlen massiv runterkriegen wollen, wissen wir, dass wir gleichzeitig denen Schutz bieten müssen, die wirklich Schutz vor Verfolgung brauchen. Und wissen wir auch, dass wir Frauen und Männer brauchen, die bei uns mit anpacken, angesichts der Tatsache, dass viele, viele Millionen bei uns demnächst in Rente gehen und wir sonst unseren Wohlstand nicht aufrechterhalten können. Und da kann man was hinkriegen. Und das haben wir Stück für Stück jetzt vorangetrieben und wollen wir in sehr großem Umfang machen. Vereinbarungen, die eigentlich zwei Dinge zusammenpacken. Man fragt sich, warum wurde das nicht früher so gemacht? Nämlich einerseits zu sagen, wir öffnen einen Weg für diejenigen, die wir brauchen in unserem Arbeitsmarkt, dass sie kommen können. Und die suchen wir uns auch gewissermaßen selber aus. Und zum anderen vereinbaren wir, dass diejenigen, die nicht bei uns bleiben können, zurückgeführt werden. Und manchmal geht es eben nicht mit Vereinbarungen, sondern mit verschlungenen Wegen. Wir haben zum Beispiel ja auch Straftäter nach Afghanistan zurückgeführt, was nicht einfach war, aber gelungen ist. Was dann plötzlich möglich war, nachdem es furchtbare Attentate hier in Deutschland gegeben hat und wo sich wieder der Bürger fragte, warum das plötzlich möglich war und so lange vorher nicht ging. Herr Scholz, wir sind sicher am Ende dieser Sendung und es bleibt vielleicht die Frage, mit welchem Gedanken Sie auf diesen kommenden Wahlkampf schauen. Würden Sie sagen, das geht im schlimmsten Fall mit mir nach Hause, wenn wir tatsächlich in dieser Regierung jetzt weiter alle in verschiedene Richtungen laufen? Oder sind Sie immer noch der überzeugte Bundeskanzler, dass Sie in 2025 eine Wahl gewinnen? Ich will die nächste Wahl gewinnen, wie ich die letzte auch gewonnen habe. Zu diesem Zeitpunkt vor der letzten Wahl war die Vorhersage, das ginge nicht. Viele wollten mich nicht mal ins Kanzlerduell einladen und nun sitze ich hier mit Ihnen zusammen als Kanzler. Insofern traue ich das mir und meiner Partei schon zu, dass wir ein solches Mandat bekommen. Und es gibt viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und die Bürgerinnen und Bürger werden ja auch Alternativen haben. Wenn wir hier sehr sorgfältig und auch seriös darüber diskutiert haben, wie kriegt man die richtige Balance hin, dass wir die Ukraine unterstützen und verhindern, dass es zum Beispiel zu einer Eskalation des Krieges zwischen Russland und der NATO kommt, stellt sich ja der Oppositionsführer hin und sagt, er wolle Ultimaten stellen. Ich sage mal, das ist wirklich etwas, wo, glaube ich, ganz viele, die das im Fernsehen verfolgt haben, sich große Sorgen gemacht haben, ob man wirklich verantworten kann, mit Ultimaten, die man stellt an eine Atommacht, Politik in Deutschland zu betreiben. Ich bin sicher, das will kaum jemand in Deutschland wirklich. Da kommt jetzt dann ultimativ der Wahlkämpfer durch. Friedrich Merz hat gesagt, man sollte nicht länger zuschauen, dass Putin uns droht, sondern sagen, wenn du weiter zivile Infrastruktur bombardierst in der Ukraine, dann werden wir anders reagieren. Nur damit der Zuschauer uns auch hier folgt. Ultimaten. Und deshalb sage ich nochmal, das ist ja etwas, was nicht beschönigt werden darf. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die Kreuze klar für